Hallo zusammen! In diesem Video kannst du mich auf meinem Weg von Finisterre nach Muxia begleiten. Zumindest die erste Etappe. Ich habe es mir aufgeteilt oder werde es mir aufteilen, weil es gesamt 28 Kilometer mit vielen Höhenmetern sind. Und mein heutiges Ziel liegt in etwa in der Mitte der Strecke in Lires. Und ich habe jetzt 2 Tage in Finisterre gechillt und habe das sehr genossen. Ich habe viel gelesen und einfach mal ruhig gemacht, meine Wäsche in Ruhe durchgewaschen. Und gestern Abend war es auch richtig toll. Ich wurde von ein paar Leuten aus dem Hostel eingeladen, mit ihnen Pfannkuchen und Churros zu essen und Mate zu trinken. Und dann sind wir gemeinsam zum Strand, haben uns den Sonnenuntergang angeschaut und haben ein Lagerfeuer gemacht. Und es war wirklich eine wundervolle Zeit. Dadurch bin ich natürlich mal wieder etwas spät ins Bett gekommen. Erst um 2:30. Und wir haben jetzt gleich 10. Aber das ist in Ordnung. Von daher schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Und ich hoffe, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Da ich ansonsten keine Aufnahmen von Finisterre gemacht habe, blende ich dir den Sonnenuntergang von gestern einfach hier mit ein. So, ich muss jetzt erstmal durch Finisterre laufen. Ja, von der Stadt her finde ich es jetzt nicht so schön. Es gibt schöne Restaurants. Also man kann hier sehr gut essen. Aber jetzt so wirklich tolle Ecken habe ich nicht viel gefunden. Deswegen freue ich mich schon auf Muxia, da das viel schöner sein soll. Ansonsten habe ich mir hier in Finisterre auch meine Finisterraner, also die Urkunde für den Finisterre-Weg geholt. Und die ist wirklich wunderschön. Das blende ich dir auch kurz ein. Der Weg nach Finisterre startet an dem Strand, an dem ich auch angekommen bin. Und dahin laufe ich jetzt zurück. Oh, das hatte ich noch auf meinem Weg nach Finisterre gar nicht gesehen. Das schaut bei diesem Wetter so ganz anders aus. Ich habe das in meinem letzten Video schon gezeigt. Das ist der Strand, an dem ich angekommen bin. Aber so wolkenverhangen sieht es ganz anders aus. Es klart auch ein bisschen auf. Also ich habe ein bisschen Hoffnung, dass ich nicht nass werden werde, aber ja, wir werden sehen. Für heute ist eigentlich kein Regen gemeldet, aber es hat vorhin trotzdem geregnet. Irgendwie stimmt meine Wetter-App hier in Portugal oder Spanien nicht immer. Aber davon versuche ich mich nicht unterkriegen zu lassen. Ich habe eine neue Motivation durch die 2 Tage Pause, die super schön waren. Zum einen habe ich Holly wieder getroffen aus Australien und wir hatten sehr tolle Unterhaltungen und noch tiefe Gespräche. Und dann gestern die Gruppe war auch mega. So, ich glaube, ich habe die erste Markierung, ja, nach Muxia gefunden. So, dann schauen wir mal. Für die knapp 14 Kilometer, die ich heute laufe, hat der Weg einiges an Höhenmetern. Also es geht knapp 350 Höhenmeter hoch und 340 Höhenmeter runter. Deswegen, das war auch ein Grund, weshalb ich es aufgeteilt habe, weil da einige Steigungen mit drin sind. Kommen einige Leute entgegen. Die sind anscheinend ziemlich früh gestartet. Aber der Mittag habe ich mir Zeit gelassen. Ich merke auch richtig, wie mir die 2 Tage Pause gut getan haben, weil es läuft sich locker leicht bisher.
Okay, ich bin erst 2 Kilometer gelaufen und hatte noch keine so steilen Anstiege. Also ein Hügel ist ein bisschen höher, bei dem ich drüber muss, aber bisher fühle ich mich richtig fit und das ist schön. Vielleicht ist es auch die Motivation, dass die Strecke heute nicht so weit ist und ich mir meine Kraft nicht so einteilen muss. Ich weiß es nicht. Der Weg ist auch wieder gut ausgeschildert, also brauche ich gar nicht groß in irgendwelche Apps gucken, wo ich laufen muss, sondern kann einfach den Pfeilen folgen, was ich sehr entspannt finde. So, der Weg geht jetzt nach hier weiter, aber ich habe gesehen, dass es hier ein paar Cafés gibt und eine Bäckerei. Deswegen werde ich erstmal frühstücken gehen. Das ist nicht weit weg vom Weg und ich weiß nicht, wie gut ich danach noch was finde. Deswegen gibt es erstmal Frühstücke. Oh, wie cool diese Schafe sind. Die sind mega putzig. Und auf der anderen Seite sind Ziegen. Hola! Hola! Ich habe mir jetzt so einen riesen Teil gefüllt mit Schokolade geholt. Und da es in der Bäckerei keine Sitzmöglichkeiten gibt, habe ich mich jetzt an die Bushaltestelle zum Essen und dann geht's weiter. Oh, das ist verdammt gut. Gute Wahl. So, bevor es jetzt weitergeht, habe ich nochmal überprüft, ob ich irgendwo Schokolade im Gesicht hängen habe. Nicht, dass ich da den Rest des Videos lustig ausschaue. Jetzt geht es wieder zurück auf den Camino und schauen wir mal, wie der Weg so ist. Ich habe schon gehört, dass es breite und geteerte Wege überwiegend sind, was heute bei dem Wetter natürlich super praktisch ist, weil meine Schuhe sind ja nicht ausgelegt auf eine Schlammschlacht. Deswegen bin ich da sehr dankbar und beim Rest lasse ich mich einfach überraschen. Da vorne diese tannenartigen Bäume sind ja cool. Habe ich auch noch nicht gesehen. Hat hier jemand eine Ahnung, was das für Bäume sind? Die schauen richtig genial aus. Also hier an der Kreuzung habe ich jetzt keinen Pfeil nach Muxia gefunden. Der hier führt zurück nach Finisterre. Deswegen habe ich jetzt mal nachgeguckt und ich muss hier lang. Vielleicht habe ich auch einfach eine Tomaten auf den Augen und du siehst das auf den ersten Blick. Das kann auch manchmal passieren. Okay, dafür haben wir hier jetzt wieder eine Markierung. Wow. Auch wenn es schon ein bisschen verblüht ist, ist diese Blütenpracht einfach der Hammer. Oh, und wie süß ist das denn? Hier gibt es einen Stempel. Und man kann auch Wasser auffüllen. Alles gegen eine kleine Spende. Dieser Ort war wirklich süß. Finde ich toll, dass es solche Sachen auf dem Camino gibt. War auch ein bisschen Essen da gelegen und alles auf Spendenbasis. Eine wirklich schöne Sache. Ist ja gut. Ist ja gut. No pasa nada. No pasa nada. Hola, buenas. ¿Quieres caminar conmigo? And now everything is fine. Huh? No pasa nada. Oh, ja. Mucho ruido, pero no pasa nada. No pasa nada. Ja, es bellen und dann herkommen und lieb sein. Das sind die Richtigen. Hauptsache den großen Macker markieren. Buenos dias. Habe ich doch gerade eine
Omi, die in ihrem Garten stand und so auf die Straße geguckt hat, einen Buen Camino gewünscht. Und in dem Moment ist mir eingefallen, die läuft ja gar nicht. Die ist ja gar kein Pilger. Und sie hat nur gelacht. Oh Mann. Manchmal ist man echt verpeilt. So, ich bin jetzt bei dem etwas höheren Anstieg, aber der geht eigentlich ganz gut. Es gibt dann nochmal einen, aber der ist ein bisschen flacher. Aber jetzt der ist auch nicht sonderlich steil bisher, also gut machbar. Also ein bisschen aus der Puste komme ich trotzdem, aber es geht. Da hatte ich schon schlimmere Anstiege. Definitiv. So, ich glaube, ich bin jetzt oben. Der Anstieg war wirklich nicht schlimm. In Schwitzen bin ich trotzdem gekommen, aber ich glaube, das liegt auch einfach an der hohen Luftfeuchtigkeit. Diese mystische Stimmung hat schon auch was hier in den Wäldern. Wow, ist das schön hier. Das gefällt mir wieder richtig gut, dieser Weg. Leider war der Weg aber nur ganz kurz, aber dennoch schön. Und hier die Wälder sind auch wieder super malerisch, richtige Urwälder. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Übersetzt heißt das, dass man in 200 Meter im magischen Buxan ankommt. Also, mal schauen. Hört sich vielversprechend an. Oh, wow. Ich glaube, hier muss ich Pause machen. This town is for concerts or library. Hola, mi amor. Hola. Hola.
Wow, das war wirklich ein magischer Ort. Es war so schön. Wir hatten nette Gespräche. Es gab Kuchen. Ich habe eine Banane gegessen. Voilà. Mein Mate getrunken und hier könnte man sogar auch schlafen. Also falls du für den Weg zwischen Muxia und Finisterre einen Schlafplatz suchst. Dieser Ort ist auf Spendenbasis und nirgendwo aufgelistet. Also ein echter Geheimtipp und leider habe ich schon eine Reservierung, deswegen kann ich leider nicht hier bleiben. Aber es war eine tolle Pause und das Wetter ist jetzt auch schön geworden. Dann macht das Laufen noch mehr Spaß. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich den Weg von Finisterre nach Muxia aufgeteilt habe, weil so habe ich dann auch ausgiebig Zeit, um einen Ort wie diesen einfach zu genießen. Und habe keinen Stress, ankommen zu müssen, sondern ja, kann einfach den Weg genießen. Ach, wie schön das hier schon wieder ist. Dieser Strand gehört nicht zum Camino, aber ich musste hier einfach einen Abstecher machen. So, ich hatte jetzt auf dem Weg zum Strand und jetzt auf dem letzten Stück durch den Wald wieder eine nette Unterhaltung. Deswegen gibt es wieder nur ein paar Bildeindrücke vom Weg und die Unterhaltungen sind wie immer privat und werden nicht geteilt, aber es war wirklich eine sehr inspirierende Unterhaltung und hat Spaß gemacht. Und das ist eben der Camino. Du weißt nie, welche Leute du triffst und du teilst einfach deine Erfahrungen miteinander und ja, es macht Spaß. Und der Strand, an dem ich war, das ist kein offizieller Jakobsweg, sondern ich habe einfach gesehen, dass zu diesem Strand, den ich vorher von oben gesehen habe, ein Weg runterführt und dann habe ich auch gesehen, dass ein alternativer Rückweg da ist und ja, ich habe dann einfach ausprobiert, wie es funktioniert und es hat gut geklappt. Also manchmal lohnt es sich auch
einfach von der normalen Route abzuweichen und zum Beispiel einen Stopp am Strand zu machen und ein paar Minuten zu genießen. Dieser Abschnitt ist wirklich schön. Harry aus den USA, mit dem ich mich jetzt unterhalten habe, der hat jetzt eine Alternativroute eingeschlagen, die teilweise an der Küste entlang geht, aber ein bisschen ein Umweg ist und wir hatten die Abzweigung verpasst. Und ich habe beschlossen, dass ich den direkten Weg nehme und dann lieber abends nochmal ohne Gepäck ein bisschen an der Küste entlang gehe. Und hier ist ein schönes Pausenplätzchen. Da werde ich mich jetzt noch ein paar Minuten ausruhen und was trinken. Und die Aussicht von hier ist echt schön. Ich bin immer wieder fasziniert von der Landschaft hier in Galizien. Es ist so traumhaft schön. Also allein wegen der Landschaft lohnt es sich schon, die Pilgerreise zu machen. Und ich kann dir auch empfehlen, geh langsam, lass dir Zeit für die Etappen und genieße den Weg. Mache eventuell ein paar Abstriche am Wegesrand, genieße die Gespräche mit anderen Pilgern und ja, genieße einfach diese Reise. Denn der Camino ist in meinen Augen nicht unbedingt dafür da, um durchzuhetzen und vielleicht einen Rekord aufzustellen, wie schnell man ihn schaffen kann von den Tagen her oder wie viele Kilometer man an einem Tag schaffen kann, sondern die Reise ist das Ziel, der Weg ist das Ziel und nicht das Ankommen. Egal, ob du in Santiago, in Finisterre oder in Muxia ankommen möchtest, sondern einfach den Weg genießen, zu dir selbst finden und neue Erkenntnisse über dich sammeln, der Austausch mit den anderen Pilgern, sich die Zeit dafür nehmen, neue Orte erkunden, manchmal auch einen Abstecher machen und so kannst du in meinen Augen wirklich das Beste aus dem Jakobsweg herausholen. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Jeder geht seinen eigenen Camino. Jeder soll machen, wie er es für richtig hält. Für manche ist es vielleicht auch einfach nur eine sportliche Herausforderung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, es ist einfach meine Erfahrung, die ich mit dir teilen möchte. Oh, die Wellen sind wunderschön. Hier sind wieder ein paar süße Schafe. Und da vorne ist eine Kapelle. Und ich bin jetzt auch fast da in meinem Ankunftsort für heute. Dann heißt ein bisschen Pause machen und ja, dann gucke ich mal, was der Tag noch so bringt. Man weiß es nie auf dem Camino. So. Aktuell ist mein Plan, dass ich heute Abend diesen Weg hier nochmal entlang gehe. Da vorne ist ein Fluss, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Und von da kommt man dann vor zum Meer. Und da will ich heute Abend nochmal hingehen und mir das Ganze anschauen. Ich glaube, dass es mit Sicherheit sehr malerisch ist. Und das blende ich dann jetzt hier gleich noch ein, wenn ich abends dann wirklich dort war. Und ja, jetzt gucke ich erstmal, ob ich was zu essen finde. Ist auf jeden Fall ein sehr malerisches Örtchen. Sehr authentisch. Gefällt mir. So, ich habe tatsächlich, obwohl es schon 3:45 war und die meisten Restaurants um 15:30 Uhr nichts mehr zu essen haben, ein Restaurant gefunden, bei dem ich noch die freie Auswahl hatte, also richtig Glück.
Und ich hatte einen Burger mit Rindfleisch und Ziegenkäse und der war super lecker. Also genau das, was ich jetzt nach der Wanderung gebraucht habe. Und jetzt gehe ich noch die letzten Meter bis zur Alberge und dann heißt das mal duschen. Die Dusche habe ich bitter nötig, da ich immer noch nach dem Lagerfeuer von gestern rieche. Aber ich konnte nachts um 2:30 nicht noch duschen gehen. Also musste ich da jetzt einfach durch. Was für eine schöne Pilgerstatue. Und hier ist meine Alberge. Ich melde mich dann später nochmal. So, ich habe mich jetzt ein bisschen ausgeruht und auch ein bisschen geschlafen. Ich bin noch verschlafen. Mein Plan ist es jetzt hier am Fluss entlang vor zur Küste zu laufen und mir einen schönen Platz für den Sonnenuntergang zu suchen. Ich habe mir jetzt bei einem Restaurant hier ein Sandwich geholt und ein Bierchen. Und da werde ich dann mein Abendessen am Strand genießen. Und ich freue mich schon drauf, da ich jetzt den Camino einfach ein Stück zurücklaufe. Zeige ich den Weg jetzt nicht großartig. Und ich bin immer noch ein bisschen matschig vom Schlafen. Aber geht schon. So, wir sind jetzt zurück bei der Kirche. Und da ist auch schon die Brücke, über die wir drüber müssen. Und da startet dann der Weg am Fluss entlang. Ich bin echt mal gespannt, was mich so erwartet. Ich glaube, das könnte echt gut werden. Da. Hier ist zwar eine Brücke, aber der Fluss fängt erst da vorne an. Beziehungsweise hier fängt er an. Ja, das schaut doch schon mal gut aus. Also hier sieht man jetzt nicht viel vom Fluss. Ich hoffe, dass es vorne ein bisschen besser ist. Und zum Glück ist es eine schöne Straße, die entlang führt, weil ich bin jetzt nur in Flipflops unterwegs, das ist nicht weit. Meine Füße brauchen ein bisschen frische Luft. Hier sieht man jetzt ein bisschen was. Wow, ich würde sagen, für diese Aussicht hat es sich schon gelohnt. Wow, schön. Ich laufe jetzt auf der Straße, weil da bei dem Schotter sind teilweise große Steine dabei. Und wenn ich da blöd aufdrehe, drückt das auf meine Blasen an den Fersen. Und beim normalen laufenden Turnschuh machen die zwar keine Probleme, aber bei den Flipflops merke ich das dann irgendwie, wenn ich blöd aufdrehe. Und hier ist eh nichts los auf dieser Straße. Und da vorne geht der Fluss dann ins Meer. Das werden wir gleich sehen. Ich würde sagen, der Ausflug hat sich jetzt schon gelohnt. Hier oben gibt es auch eine Bar. Eine tolle Aussicht für den Sonnenuntergang. Das wäre natürlich auch eine Option gewesen. Aber die hatte ich gar nicht gesehen. Und ich laufe noch ein Stück weiter. Hier an diesem Strand darfst du auf jeden Fall nicht schwimmen, wegen gefährlicher Strömungen. Aber das hat man hier in dem Gebiet, habe ich das schon öfters gehört. Also wow. Krass, oder? Das Meer ist schon gewaltig.
glaube, ich bleibe erstmal hier sitzen und schaue dem Meer ein bisschen zu. Dann schaue ich mal weiter. So, noch ein letzter Blick zurück. Ich habe die Aussicht jetzt wirklich lange genossen. Und jetzt gehe ich zurück zu dem anderen Strand und schaue mir da den Sonnenuntergang an. Es ist einfach so traumhaft schön hier. Guck dir das an. Ich wusste gar nicht, dass es Igel am Strand gibt. Dieses kleine Kerlchen habe ich gerade auf meinem Rückweg gefunden. Ich mache dir nichts, keine Angst. So, das war's für heute. Die Sonne ist untergegangen und ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Wie du wahrscheinlich hörst, bin ich ein bisschen verschnupft. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ja, ist okay. Und ich hoffe, mein heutiges Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn du auch meine Ankunft in Muxia nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!